Wunderschönen guten Morgen. Die Sonne ist wieder da, aber auch hier in Mexiko wird es nachts in den Bergen ganz schön kalt. Wir haben hier überall Frost. Alles eingefroren. Fahrräder auch, aber die fangen langsam an jetzt zu tauen in der Sonne. Oh, hier kann man es gut sehen. Hier ist die Sonne nämlich noch nicht. Aber mein Spiegel ist vereist, ich brauche einen Eiskratzer. Und die Griffe sind auch eingefroren. Ja, jetzt warten wir darauf, dass die Sonne noch ein bisschen rauskommt, dass alles wieder auftaut. Wir tun in der Zeit im Zelt drinnen frühstücken. Und dann geht es dann weiter. Hallo? Von innen aus dem Zelt. Hallo. Weil es draußen so frostig ist, tun wir auch drinnen frühstücken. Jetzt machen wir unser neues Frühstück, was wir ja mal erzählt hatten irgendwann oder erwähnt hatten. Und zwar Erdnussbutter Schoko. Dein sieht doch schöner aus. Ja! Dein sieht schöner mit aus. Banane. Und dann mit Banane drauf. Bei mir kommen noch gesalzene Erdnüsse drauf. Ja, dann wird das zusammengeklappt. Und dann lassen wir uns das schmecken. Einziges Problem ist nur, Ist gefroren. der Schokoaufstrich ist ein bisschen Scheiße. gefroren bei den Temperaturen. Es ist eher wie eine Tafel Schokolade. Ist auch ein bisschen dick geworden. Mal gucken, wie es schmeckt. Zuckerschock am frühen Morgen. Yeah! Ja. So, ich habe jetzt im Supermarkt einmal Wasser gekauft. 10 Liter für 31 Pesos. Das ist ein bisschen mehr als 1 Euro. Tada! Ja, also Wasser ist hier echt nicht teuer. Und weil wir jetzt nicht draußen irgendwas finden, so wie in Griechenland, wo dann an jeder Kirche oder in den Parks überall Wasserhähne waren, das haben wir hier halt nicht. Deswegen kaufen wir hier Wasser. Aber es kostet halt auch nicht viel und so hat man immer sauberes Trinkwasser. So, wir haben die Stadt wieder fast verlassen. Wir sind jetzt ein Stück weiter gefahren und haben jetzt hier uns einen kleinen Platz im Grünen gesucht. Hinter uns sind Schweine. Ja, direkt in der Straße. Ja, Jassi hat gesagt, da hinten sind Schweine. Haben wir jetzt nicht so ganz erkennen, aber da hinten sind große Schweinchen. Ja, und jetzt gibt es kleine Mittagsessenspause. Haben wir auch jetzt schon 20 nach 12. Und dann fahren wir weiter. Immer Richtung Küste. Hi. Guten Tag. Ja, wir fahren den ganzen Tag schon Schnellstraße. Deswegen haben wir jetzt auch nicht so viel gefilmt, weil Schnellstraße ist halt Schnellstraße. Das geht geradeaus. Mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter. Und Überwiegend hoch. ja, Gegenwind, aber das kennt man ja nicht anders. Ne, jetzt haben wir uns gerade hier an einem kleinen Baum mal in den Schatten gestellt. Ja, wir fahren jetzt, was sind das? Jetzt schon knapp 30 Kilometer hier auf der Schnellstraße und es werden auch noch knapp weitere 30 sein, bevor wir wieder von der Schnellstraße runterkommen. Naja, aber man kommt wenigstens schnell voran. Das stimmt.
So, heute gibt es was Leckeres zu essen. Und zwar Bratkartoffeln mit Pilzen und Zwiebeln und dazu Tomaten. Richtig gut. Konnten wir sogar Bratkartoffeln machen. Lecker Schmecker. Hola! Wie man ja ganz schon im Video gesehen hat, wir fahren hier durch eine riesen flache Ebene. Wir befinden uns hier im Bundesstaat, also wir sind noch im Bundesstaat Puebla. In circa 15 Kilometer, in circa 15 Kilometer passieren wir dann die Bundesstaatsgrenze und dann sind wir in Veracruz, wo wir auch also der Bundesstaat heißt so wie auch die Ortschaft, die Hauptortschaft Veracruz, wo wir ja hinwollen. Und hier oben auf diesem Plateau, wo wir gerade fahren, sind halt ringsum Berge. Und das Plateau befindet sich auf knapp 2600 Höhenmeter. Und es ist eine ziemlich trockene Landschaft. Gut, jetzt hier sieht man gerade, ist so ein bisschen Wasser links und rechts. Also so Sumpfgebiet mäßig. Aber wo wir vorhin dran vorbeigefahren sind, da waren alles so Cowboy Ranchs und so. Ja, man könnte meinen, wir wären in Texas oder New Mexico. Richtig cool irgendwie. Richtig schön. Jasmin ruft auch richtig schön.
Und ja, also wir sind vorhin knapp 11 Kilometer einfach nur stumpf gerade flach gefahren. Jetzt haben wir eine kleine Rechtskurve gemacht, also leicht rechts gefahren. Und dann geht es jetzt wieder für 7 Kilometer einfach nur geradeaus. Und dann gibt es wieder eine kleine Linkskurve. Und dann geht es wieder einige Kilometer einfach nur stumpf geradeaus. Das ist echt verrückt. So, wir haben uns jetzt einen Schlafplatz gesucht. Ich hoffe, man versteht mich, weil heute, also vorhin war es ganz schön windstill. Und jetzt ist es extrem windig, also was heißt extrem, aber ganz schön windig. Ich glaube, an den Fahnen kann man es erkennen. Aber wir haben uns jetzt hier einen schönen Platz gesucht und auch gefunden. Und zwar, ich habe die Mütze auf wegen Sonne. Hier im Hintergrund da hinten, da geht die Schnellstraße lang, die wir jetzt die ganze Zeit gefahren sind. Die fahren wir noch ein ganzes Stück weiter da lang. Und ja, hier ist halt ein großes, braches Feld, wo einfach nichts ist, außer Kakteen und Algarven. Und ein paar einzelne Bäume, die ein bisschen Schatten spenden. Sogar richtig gemütlich hier. Ja, Stuhl. das ist Jasmins neuer Thron. Super. Ja, und dann werden wir hier dann auch irgendwo unser Zelt aufschlagen nachher. Nicht unter Baum. Zwischen den Kakteen. Ja, wir hoffen, dass der Wind noch ein bisschen nachlässt. Wenn nicht, dann ist es halt so. Aber wäre ganz schön.